Mein Name ist Mauritz Grundherr. Wir befinden uns bei der Gutsverwaltung Schönfelder Hochland direkt vor den Toren von Dresden. Wir sind ein Ackerbaubetrieb mit Mutterkuhhaltung und Biogas, bewirtschaften ca. 2000 Hektar Acker- und Grünland, wovon wir eine vierfeldrige Fruchtfolge haben mit Raps, Gerste, Weizen und Silomais, teilweise auch Körnermais. Bei der Gerste produzieren wir nicht nur Wintergerste, sondern in Teilen auch Braugerste. Die Flächen der Gutsverwaltung sind sehr hängisch und haben eine Bodengüte zwischen 30 und 65 Bodenpunkten. Aufgrund von Erosion, Winderosion, aber auch Wassererosion ist uns der Zwischenfruchtanbau extrem wichtig, um die Gefahr von Abschwemmungen zu reduzieren. Gleichzeitig bietet der Zwischenfruchtanbau die Chance, CO2 im Boden zu binden und den Boden zu schützen vor Starkwetterereignissen. Der Betrieb hat 13 Mitarbeiter, wovon ungefähr die Hälfte im Ackerbau beheimatet sind, 2 Mitarbeiter in der Büroorganisation, 2 Mitarbeiter bei den Mutterkühen und 2 Mitarbeitern in der Biogasanlage. Das Thema der Nachhaltigkeit ist uns deswegen so wichtig, weil wir als junge Familie nicht nur an uns, sondern auch an die nächsten Generationen denken wollen und wir unseren Kindern und der Gesellschaft eine lebenswerte Zukunft schaffen, erhalten wollen. Betriebswirtschaftlich müssen wir da sicherlich auch den ein oder anderen Kompromiss bereit sein zu gehen, indem wir sehr hochwertige Zwischenfrüchte anbauen, indem wir vielleicht Arbeitsgänge machen, die nicht immer betriebswirtschaftlich argumentierbar sind, aber aus Sicht der Bodenfruchtbarkeit und der Nachhaltigkeit einen wesentlichen Beitrag für den langfristigen unternehmerischen Erfolg darstellen. Generell versuchen wir das Thema Bodenbearbeitung ganz genau zu betrachten. Das heißt, wir versuchen nur noch das zu tun, was wirklich nötig ist, was aber auch vom Wetter in dem Jahr genau passt. Das heißt, wir konnten es dieses Jahr schaffen, einen wesentlichen Teil der Zwischenfrüchte direkt hinter Mähdrescher in die Stoppeln zu drillen. Wir befinden uns hier auch auf so einer Zwischenfrucht und schaffen es somit, den Boden langfristig bewachsen zu lassen. Bei allen anderen Bodenbearbeitungsschritten zu anderen Kulturen versuchen wir auch nur noch das zu machen, was tatsächlich möglich ist und nötig ist und versuchen eigentlich nur den Saatbereich tief zu lockern und alles andere möglichst fest zu hinterlassen, um auch hier beim Thema Erosion Vorkehrungen zu schaffen, um weniger Anfälligkeit für den Boden zu erzeugen. NAPA ist ein Zusammenschluss mehrerer Landwirte und heute eine Gruppe von Menschen, die gemeinschaftlich das Thema Nachhaltigkeit und Biodiversität angehen möchten. Aus dem NAPA-Projekt heraus kommt das Thema der Beetlebank. Beetlebanks sind Streifen auf dem Acker, die als Schutzstreifen für Insekten dienen. Sie sind speziell eingesät und wir hier auf dem Betrieb haben an mehreren Orten dies auch sehr erfolgreich im Frühjahr umsetzen können. Der Mehrwert am NAPA-Projekt liegt für mich darin, dass ein Austausch an Landwirten das Thema Nachhaltigkeit und Biodiversität gemeinschaftlich beackern, das wahnsinnig viel Freude macht. Ich sehe die Zukunft der Landwirtschaft als sehr positiv. Wir können der Gesellschaft beweisen, dass wir einen wichtigen Beitrag zum Thema Nachhaltigkeit und Biodiversität beisteuern. Gleichzeitig erzeugen wir regional hochwertigste Lebensmittel für uns und für den Verbraucher.